Dienstag, der 21. Juni. Mittsommernachtstag, der längste Tag vom Jahr. 10 vor 8 Uhr. Ich habe jetzt gerade das Hotel verlassen. Das Twin Lake Inn und Saloon. Ein einfaches Zimmer gewesen. Ohne Fernseher oder so irgendetwas. Ist gut gegangen ohne. Ja, Tag 57. Ich gehe jetzt Richtung Mount Albert. Und zwar auf einem Nebenweg. Nicht auf dem offiziellen Continental Divide Trail. Es gibt einen Weg hier gerade von der Ortschaft Richtung Mount Albert und Richtung Continental Divide Trail. Eine Stunde bis zum offiziellen Weg. Jetzt muss ich schauen, dass ich da finde. Heute ist ein herrlich schöner Tag. Blauer Himmel, keine Wolken. Idealer Tag für den höchsten Berg von Colorado, Mount Albert. Das steht heute auf dem Programm. Der Rucksack ist wieder ziemlich schwer. Essen für 4 Tage. Und das wird lange bis nach Breckenridge. Ich wollte eigentlich in Twin Lakes noch mehr erledigen. Zum Beispiel die Luftmatratze. Schauen, wo die ein Loch hat. Das habe ich jetzt nicht machen oder nicht gemacht. Aber nachher war es anders wichtig, Kleider waschen und duschen. Und ich in dem Zimmer war. Ja, nachher ist schon gleich der Tag vorbei gewesen. Das Nacht gegessen im Hotelrestaurant. Fisch hat es gegeben. Oder habe ich gewählt. Das war gut gewesen. Aber eine kleine Portion, also Beilage, war ein bisschen wenig gewesen. Ja, so geht halt der Tag. Der Tag geht halt schnell um. Der 21. Juni ist zugleich auch noch inoffiziell Nacktwandertag. Also, los! Es ist jetzt 8:45. Ich bin jetzt abgezweigt rauf zum Mount Albert.
vor dem Gipfel. Die Schritte sind immer langsamer und kürzer geworden. Und man hat die Höhe gemerkt, im Kopf ein bisschen. Es ist jetzt 12 Uhr und ich war jetzt am Gipfel oben, Fotos gemacht, Gipfelbuch eingetragen und ich gehe jetzt ein bisschen weiter ab, ein weniger Zeit irgendwo und mache dort die Mittagspause. Ups. Es ist 25 Minuten ab 1 und ich bin wieder zurück vom Mount Albert, zurück auf dem Continental Divide Trail. Ich will jetzt noch ein bisschen laufen, bevor ich die Mittagspause mache. Ich habe noch keine gehabt. Bis zum nächsten Wasser. Ich habe nicht mehr so viel Wasser. Und das ist, glaube ich, so eine Viertelstunde, 20 Minuten. Es ist jetzt 2:30. Ich habe meine Mittagspause gemacht, einen Hotdog gemacht und jetzt gehe ich wieder weiter. Schauen, wie weit das ich schaffe heute. Ich will noch bis um 7 Uhr laufen ungefähr. Ja, 4 Stunden. Es ist jetzt 7:15. Ich habe jetzt gerade 10 Minuten das Päuschen gemacht und gehe jetzt noch einmal etwa 45 Minuten, glaube ich. Da es heute der längste Tag ist vom Jahr, kann man heute auch ein bisschen länger laufen. Ja, ich gehe jetzt noch ein bisschen, weil heute ist schön Wetter und ich weiß nicht, wie lange das schön bleibt und die Beine sind schon alimmiert. Hängen überall den Steinen an. So. Das ist auch ein Zeichen, dass man die Füße nicht mehr so mag lipfen und dass wir jetzt sind bei.
So, jetzt hier irgendwo hat es ein flache Zeltplätzchen. Und da läuft sie das Gesicht heute. Es ist Mittwochmorgen, der 22. Juni, 10 vor 8 Uhr. Es ist noch frisch heute Morgen. Ja, Tag 58. Was habe ich noch wollen? Ja, Spezielles gibt es eigentlich nicht. Heute geht es Richtung Tennessee Pass. Es ist ungefähr Mittagszeit rum. Und später Nachmittag geht es aber wieder auf einen Pass rauf. Und ich will eigentlich nicht mehr so hoch rauf. Heute übernachten. Und darum würde ich wahrscheinlich vorher das Zelt aufschlagen. Darum wird es wahrscheinlich heute ein bisschen kürzer Tag geben. Mit 23 Meilen. Irgendwie läuft es heute nicht so gut. Ich habe Mühe mit Gehen und so. Schwerfällig. Und dann habe ich vorhin um einen Baum angehängt mit dem Bein. Dann habe ich gerade das schon natt rausgezerrt. Ja, so ein bisschen geschürft. Tut nicht so viel blüten. Aber dann bin ich noch gestärkelt, bin ich auch noch. Er hat mich noch angerührt. Ja, das ist nicht so Mittag heute. Bis jetzt. Es ist jetzt 5 ab 12 Uhr und ich mache jetzt eine Mittagspause, weil es läuft gar nicht. Es fühlt sich an, als käme ich nicht vorwärts und die Zeit geht auch nicht. Und jetzt mache ich eine Pause und schaue, bis Essen vielleicht läuft es dann besser. Es ist 20 vor 1 und ich muss weiter. Ich kann nicht ruhig hocken, mucken, ich habe den ganzen Haufen Mucken rum. Ich musste beim Essen rumlaufen, damit ich nicht gefressen werde. Es ist jetzt 1:45 und ich komme zum Tennessee Pass. Eine Autopassstraße.
ist jetzt 10 vor 6 Uhr. Und ich glaube, ich habe ein gutes Plätzchen gefunden zum Übernachten. Ich glaube, ich gehe nicht mehr weiter. Es geht jetzt einfach nur noch über den Pass. Und irgendwann bist du auf der Baumgrenze und das ist dann immer so interessant. Ja. Ich darf das Plätzchen zeigen. Da. Irgendwo das Zelt aufgeschrieben. Und dann habe ich gerade noch die Zeit, den Schlafsack noch in die Sonne zu legen. Ich weiß nicht, ob er vielleicht noch ein bisschen feucht ist vom Morgen. Ich habe ja noch Sonne. Ja. Machen wir das so. Es ist ein kalter Start in Tag 59 von CDT an dem heutigen 23. Juni. 6:30. Ich bin gerade losgelaufen. Jetzt geht es über einen Pass. Darum habe ich gestern Abend vor dem Pass noch gezeltet. Nicht ganz so ausgesetzt, ob der Baumgrenze bin. Und das Ziel heute ist möglichst noch ab Breckenridge hin zu laufen. Ja. Und am Morgen habe ich eine Übernachtung gebucht für 2 Nächte in Breckenridge. Freitag, Samstag. Es ist jetzt 8:30 und ich bin auf dem Seadler Pass. Der zweite Pass von heute. Und der letzte, jetzt geht es noch über einen Ridge, der noch ein bisschen Höhe hat. Und von dort geht es eigentlich mehr oder weniger nur noch ab Richtung Breckenridge. Zur Mittagszeit komme ich noch am Skigebiet Copper Mountain vorbei. Und da werde ich wahrscheinlich gar nicht schnell ab ins Westen und etwas zu Mittag essen. Wenn es schon so nahe ist, etwas Anständiges essen, etwas von Field, das Kalorien hat.
So, es ist jetzt 1 und ich laufe jetzt aus Copper Mountain Skigebiet raus. Jetzt Mittag nicht. Hamburger mit einem grünen Salat. Und dann hat es eine Glasse gegeben. Ein Kibel. Statt zurückgelaufen auf den Skihang bin ich durchs Dorf durch, also die Feriensiedlung durchgelaufen, an der Hotelanlage vorbei, Golfplatz. Und laufe jetzt eigentlich vis-à-vis auf dem Veloweg. Zurück auf den CDT. Und sonst hätte ich aber da am Skihang oben. Und glaube ich noch ein bisschen wieder ein bisschen oben sein und ein bisschen hinten. Und dann wieder ein bisschen ab. Ich weiß nicht, ob es viel kürzer ist, aber es sind weniger Höhenmeter. Muss ich jetzt sicher machen. Und der Breckenridge war auf der anderen Seite von der Bergkette oder der anderen Seite rennen. Ich habe jetzt gerade den höchsten Punkt erreicht und dann geht es auch ab Richtung Breckenridge. Ich hoffe gerade rechtzeitig hinter mir jetzt auf die Tunde. Ich hoffe, dass ich noch einen abbaue, bis ich beim ganzen Abbau mal sicher, bevor es richtig loslässt. Nein, etwa eine Meile zurück ist ein Zelt am Boden gelegen. Ein 2-Personen-Zelt. Ich habe nicht gewusst, was ich machen mit ihm. Ob ich es mitnehmen oder nicht. Ich habe es dort gelassen, weil das muss 2 Mädchen gehört haben, die entgegengekommen sind. Und ich gehe auf die falsche Seite. Und ich hoffe jetzt einfach, dass noch einer entgegenkommt, dass ich es dem erzählen kann und dass es doch so mitnehmen. Ab auf Copper. Ich habe wirklich nicht gewusst, was ich soll. Ich habe noch lang studiert und es ist mir nicht so recht, einfach dass es auch dort liegt, aber so, ich glaube, das wäre der höchste Punkt vom Gerad. Das ist noch nicht der höchste Punkt. Ich muss noch ein bisschen. Von da unten ist Copper Mountain. Breckenridge. Nicht Copper Mountain. Ich bin jetzt mehr gesäckelt als gelaufen. Es hat einfach leicht verhageln und ja, ich kann möglichst schnell ab, aber ich verliere noch weniger an Höhe. Aber ein Problem habe ich jetzt gelesen, dass wir im Zelt sind jetzt mir nur 3 entgegengekommen. Sie haben gesagt, sie sind hier auf dem Colorado Trail unterwegs. Und sie nehmen jetzt das Zelt wieder ab nach Copper. Und es fällt wieder auf, so bündeln.
So easy Bändchen. Hagel oder Schnee. Wieso verliere ich so wenig an Höhe? Ich will tappen. Uiuiui. Also es ist jetzt 10 vor 4 und das Gewitter ist noch nicht überstanden. Es hat zwar jetzt noch geregnet für den Moment, aber es dundert ordentlich. Also ich habe jetzt ein ziemlich gescheites Plätzchen gefunden unter ein paar Bäumen. Der Regen kommt fast nicht zu mir herab. Ja, und jetzt kann ich da schauen, ob die Einheimischen recht haben, dass das maximal eine Stunde geht. Wenn es im Kreis das ging, etwa eine halbe Stunde, dann ist das wieder vorbei. Es ist mittlerweile 10:05 und es tut immer noch ganz leicht regeln. Ja, ich kann fast schon das Zelt hier stellen. Es ist gar nicht so ein leichtes Plätzchen, vor allem es ist trocken. Ich bin nicht nass geworden, das Plätzchen ist auch noch alles schön trocken. Ich habe einfach ein bisschen Steine rausgelesen. Und habe eigentlich das Zelt schon in den Finger gehabt zum Stellen. Ja. Ich bin jetzt noch auf 3400 Meter oben. Ich habe einfach kalte Füße vom Nichtmachen. Und durch den Schnee laufen habe ich natürlich nasse Schuhe bekommen, nasse Socken. Und jetzt beim Rumstehen habe ich natürlich jetzt kalt bekommen. Ich kann natürlich das Zelt einfach hier stellen, weil weit ist es morgen ja nicht mehr. Es ist, ich glaube, noch nicht einmal 8 Meilen, 7,5 Meilen oder so etwas. Also mittlerweile ist es 5 ab 7. Und ich habe mich dann entschieden, am Plätzchen zu bleiben. Und habe ja ein bisschen Viertiefel gespielt. Ich habe als Viertel angefangen und immer ein bisschen mehr Holz geredet, bis es immer grösser geworden ist. Und dann musste immer weiter weg vom Zelt mit ihm. Nicht, dass es noch zu warm wird und mein Zelt verschmilzt. Und ich glaube, der Nachbar hat aufgeklärt, ich soll das Feuer löschen oder irgendetwas hat er gelernt. Vielleicht hat er aber nur die Finger geklemmt. Ich weiß es nicht.
habe jetzt mittlerweile auf etwas zu Nacht gemacht. Das Mountain House Italian Style Pepper Steak. Das sollte jetzt etwa fertig sein. Essen wir das. Dann schauen wir das Vierteln etwa. Wie passiert, aber es steht eigentlich im Regen draussen und neben da jetzt noch ein Schneefeld und das Bächlein geht auch noch neben dazu ab. Also da habe ich jetzt keine Angst. Und aber es regnet jeder drauf. Es steht im Seich draussen. Ja. So war es das am heutigen Tag. Mit dem regnerischen Ende. Es ist Freitagmorgen, der 24. Juni, Viertel vor 8 Uhr. Und ich starte Tag 60. Nein, ich schaue, ob ich alles mitgenommen habe. Aber sicher so ist alles dabei. Also geht es 7 Meilen bis zur Bushaltestelle. Und von dort nehme ich den Bus nach Breckenridge zum Bivi Hostel, wo ich für 2 Nächte würde bleiben. Ich hoffe, dass sie eine Waschmaschine haben. Kleider waschen. Ja. Und dann muss ich dann schnell zum REI, zum Fachgeschäft für Campingsachen. Ich gehe Schuhe posten, gehe Socken tauschen. Ich habe Loch wieder, jetzt wieder das Panini. Ja, so Sachen erledigen halt. Die Sonne kommt jetzt. Tipptopp. Kalte Füße. Weil ich habe nasse Socken an und nasse Schuhe. Es geht jetzt ein bisschen nachher, sind warm gelaufen.